Hallo und willkommen zu meinem YouTube-Kanal, wo sich alles ums Taschennähen dreht. Ich habe heute fremdgenäht und zwar die WieLönnA von der lieben wie.bke.o. Ein ganz süßes Schnittmuster, was es in 3 verschiedenen Formaten gibt. Einmal als Umhängetasche, als Crossbody, dann aber auch als kleines Etui-Täschchen, so wie ich es genäht habe. Alle 3 werden sehr, sehr ähnlich genäht, so dass, wenn ihr es einmal raus habt, ihr ganz schnell alle 3 Schnittmuster dann auch nähen könnt. WieLönnA zeichnet sich aus, vor allen Dingen durch diesen wunderschönen Halbmond, der unsere Stoffe ganz, ganz schön in Szene setzt. Es hat wirklich Spaß gemacht, die zu nähen, und ich nehme euch heute mit, wie ich mein kleines Täschchen nähe und zeige euch hoffentlich den ein oder anderen Trick noch, sodass alle Reißverschlüsse danach dir einfach gelingen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Das Schnittmuster gibt es bei Monja.Taschen. Die liebe Wiebke macht leider keine Schnittmuster mehr, aber der komplette Erlös geht an die Krebsforschung, was ein ganz, ganz tolles Zeichen ist, was ich natürlich gerne unterstütze. Und daher hoffe ich, dass ihr mit mir fremdnäht und auch gerne einmal eins der 3 Schnittmuster ausprobiert.
Und ich habe dir ja versprochen, dass ich dir meinen allerbesten Tipp für gerade Reißverschlussbänder gebe. Und zwar mein absoluter Favorit, seitdem klappt es bei mir immer. Schaut, dass ihr euer Reißverschlussband genau entlang an eurem Außenstoff näht. Das heißt, wir sehen später von außen vor allen Dingen, ob dieser ungerade dran genäht worden ist, also beides ungerade bzw. in Wellen abschließt oder mal nicht so sauber dran ist, oder ob er wirklich kerzengerade mit unserem Nähprojekt abschließt und dementsprechend dann später dieselbe Distanz von dem Reißverschlussband bzw. von den Zähnchen bis hin zu unserer Naht hat. Mein Tipp daher: näht immer zuerst euer Reißverschlussband rechts auf euren Außenstoff an. Achte hier darauf, dass du immer den gleichen Rand hast, immer den gleichen Abstand von der Kante vom Außenstoff zu der Kante von deinem Reißverschlussband. Du kannst, wenn du dir unsicher bist, hier auch doppelseitiges Klebeband nehmen oder sogar ein bisschen von dem Stoffkleber aufbringen, ganz am Rand, und das Ganze festkleben, so dass wirklich sich nichts verzieht. Ist später das Innenfutter ein bisschen unsauberer eingenäht, sehen wir das nicht, aber beim Außenstoff ist das wirklich wichtig. Daher immer zuerst den Außenstoff ganz penibel, Außenstoffrand an Außenstoffband annähen, dann wird der Reißverschluss wunderschön. Und noch ein kleiner Tipp zum Absteppen: Nimm hier am besten einen Überwendlingsfuß oder einen Abstandsfuß, so hast du wie einen kleinen Haken dran und kannst absolut gerade und perfekt das Ganze auch noch absteppen. Hast du Höhenunterschiede drinne, dann nimm immer eine Hebamme schon ganz frühzeitig und ziehe auch immer deinen Reißverschlusszipper ganz frühzeitig aus dem Weg, weil sobald es zu nah kommt, wobbelt das Ganze und wir haben wieder unterschiedliche Abstände und damit wieder ein unschönes Ergebnis. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren.
Wir sind fertig und ich finde es wirklich ein ganz, ganz süßes, schnell genähtes Schnittmuster. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich finde die Technik auch schön, einfach auch mal die Kante offen zu lassen. Wer möchte oder das nicht mag, kann hier auch einfach eine Paspel einbauen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber so hättet ihr sozusagen den Rand versäubert, ohne euch darum Sorgen machen zu müssen, falls ihr doch Stoffe habt, die ein bisschen ausfransen. Nichtsdestotrotz ein ganz, ganz schönes Ergebnis. Ich liebe meine und werde sicher noch die ein oder andere nähen. Vielleicht auch nochmal die Crossbody und nehme euch da natürlich auch mit. Jetzt würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal noch mit abonnierst und mir auf Facebook, auf Insta und inzwischen sogar auf TikTok folgst und mir dort auch ab und an mal schreibst, was du so nähst, vielleicht auch von meinen Schnittmustern und mir deine Werke zeigst.